Was hat es mit dem universellen Gesetz der Entsprechung auf sich? Was kann jeder Einzelne für den Frieden im Außen tun? Und was hat das mit deinem inneren Frieden zu tun? Darum soll es jetzt gehen. Das Unfassbare ist geschehen. Das, was seit 77 Jahren nicht mehr geschehen ist und auch nie mehr geschehen sollte. Und dennoch ist es da. So wie seit Jahrtausenden solche Situationen wieder und wieder auf dieser Welt vorkamen. Es gibt ein universelles Gesetz, das Gesetz der Entsprechung oder anders ausgedrückt auch wie innen, so außen. Das heißt, wenn das, was jetzt gerade geschieht, wir geneigt sind zu betrachten aus spiritueller Sicht, dann zeigt sich in dem, was außen gerade abläuft und was uns zutiefst beunruhigt, im Grunde an, wie es in uns aussieht. Möglicherweise schreist du jetzt, nein, ich habe das nie gewollt. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Und doch ist es da. Schauen wir einfach mal tiefer. Was meine ich mit tiefer schauen? Damit meine ich, dass wir den Blick einfach mal abwenden von der Frage nach der Schuld. Wer hat was ausgelöst und warum und allen möglichen Erklärungsversuchen. Das hilft hier nicht weiter. Das hat auch in der Historie niemals weiter geholfen. Einfach aus dem Grunde, weil jeder Mensch seine subjektive Brille aufhat, seinen subjektiven Filter, unter dem er die Geschehnisse betrachtet. Und hier gibt es viele Traumata aus den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden, die sich nicht nur im Einzelnen manifestiert haben, sondern in ganzen Gesellschaften. Das heißt, wenn sich etwas manifestiert hat in ganzen Gesellschaften, dann können wir es auch nur gemeinsam lösen. Aber nicht nach dem Motto, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer hat Schuld, wer hat keine Schuld und so weiter. Kommen wir auf das universelle Gesetz zurück, wie innen, so außen. Wenn ich die Dinge im Außen, im globalen Maßstab nur schwer überschauen kann als Einzelner, dann hilft es aber, den Blick einfach mal hinzuwenden in den kleineren Kosmos, in den unseres kleineren Umfeldes, Familienkreis, Freundeskreis, Kollegen, auch in uns selbst hinein. Wie steht es denn da um den Frieden, damit das Außen so sein kann, wie das Innen ist? Wie sieht's aus mit dem Licht und dem Frieden in uns? Wie sieht's aus mit solchen Gefühlen wie Neid, Missgunst, Manipulation, Aggression, Übergriffe, egal ob rein körperlich oder auch psychisch? So etwas gibt's zuhauf in den Familien, in den Freundeskreisen. Und wenn ich mir die Filme, die so über den Bildschirm flimmern und die in Hollywood gedreht werden, anschaue, dann strotzen die nur so davon. Das heißt, in unserem Inneren gibt es einige Felder zu bestellen. Und darum geht es. Und ehe wir nicht bereit sind, hier in unserem Inneren etwas zu tun, wird das Außen uns immer wieder das widerspiegeln, im Kleinen wie im Großen, wie es in uns aussieht. Was ist jetzt also zu tun? Vorweg schicken möchte ich, dass alles, was ich hier aus meiner Sicht sage, sich aus den Erfahrungen mit Seminarteilnehmern und Coaches speist, auch aus meiner eigenen Erfahrung und aus den Erfahrungen meines konkreten Umfeldes, seien es Familie, Freunde, Kollegen und so weiter. Das heißt,
Du musst dem in keiner Weise folgen. Es ist, wie du es, nee, hier, da oben siehst, als Inspiration für dich gedacht, um einfach auch ein bisschen über dieses Thema nachzudenken. Was steckt in dem Wort zufrieden drin? Klar, Frieden. Deswegen die erste Frage an dich. In welchem Maße bist du denn mit dir zufrieden? Wie sehr bist du in deiner Mitte? Wenn ja, dann hast du schon jede Menge getan für den Frieden im Außen und strahlst das aus. Menschen, die in ihrer Mitte sind, haben viel weniger Angst als andere. Menschen, die im Frieden mit sich sind und in ihrer Mitte, neigen viel weniger dazu, im Außen Schuldige und Bösewichter zu suchen. Nee, im Gegenteil. Sie stellen sich vielleicht als erstes die Frage, wenn es doch mal zu Differenzen kommt, was ist mein Anteil an dieser Situation? Und am Ende wird es immer ein wertschätzender Umgang miteinander sein. Wie kommt es zu solchen negativen Gefühlen wie Neid, Missgunst und daraus resultierende Manipulation und Intrigen? Wir haben das ganz oft schon in der Schule bei den Kindern, aber auch im Kollegenkreis. Stichwort Mobbing. Wie kommt es dazu? Ganz einfach, wenn jemand nicht mit sich im Frieden ist, dann fängt er an, sich zu vergleichen und zu schauen, was macht der andere, wie kann ich besser sein, wie kann ich ihn übertrumpfen, welches Auto hat mein Nachbar, welches sollte ich wohl fahren und so weiter und so weiter. Daraus lassen sich jede Menge unfriedlicher Dinge ableiten. Woher das Ganze kommt, das liegt ganz häufig schon in der Kindheit und frühen Jugend begründet. Wir kennen das alle wahrscheinlich oder viele von uns. Ich selbst auch. Sei nicht so laut, sei nicht so gutgläubig und. Das heißt, wir akzeptieren schon die Kinder nicht immer so, wie sie denn sind von Haus aus. Solche Art Rucksäcke, die ganz schön schwer auf den Schultern lasten können, tragen die meisten von uns mit sich herum. Damit ist also niemand allein. Die Frage ist nur, bist du bereit oder hast da schon angefangen, das, was nicht in diesen Rucksack hineingehört, was nicht deins ist, was nicht zu deinem wahren Selbst gehört, auszumisten? Oder verharrst du im vertrauten Elend und bleibst bei der Auffassung, die da draußen, meine Kindheit, meine Eltern, meine Erzieher, die Lehrer, bla 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 und so weiter, sind schuld. Das ist nicht hilfreich. Du glaubst gar nicht, wie befreiend es ist, wenn du von diesen Lasten nach und nach ablegst. Wenn du dich mit deinen Glaubensmustern beschäftigst, wenn du sie hinterfragst nach dem Motto, ist das wirklich so? Stimme ich dem tatsächlich auch zu? Oder solche anderen Situationen wie irgendjemand bittet dich um Hilfe. Na klar hilfst du. Aber wenn du immer diejenige bist, die Hilfe gibt, ohne auch mal Hilfe und Unterstützung zu bekommen, einfach weil du nicht Nein sagen kannst, wie steht es da um deine Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstwertschätzung? Auch daran dürfen wir arbeiten. Wie kann ich an solchen Dingen arbeiten? Aus meiner Sicht geht das am besten, und das ist meine ganz persönliche Auffassung, indem ich das Universum mit ins Boot hole und meine täglichen kleinen Auszeiten mir gönne und meditiere. Zu meiner Seelenbegleitung zum Beispiel Kontakt aufnehme und sie frage, was steht denn jetzt für mich an? Was kann ich jetzt tun? Was darf ich jetzt lösen? Was ist jetzt wichtig für mich? Wie das geht mit dem Meditieren, habe ich in einem der früheren Videos schon einmal ausführlicher erläutert. Da gibt es eine Anleitung dazu. Das verlinke ich genau hier unten drunter,
sodass du die Gelegenheit hast, dir das auch anzuschauen und zu Gemüte zu führen und daran zu wachsen. Fassen wir also zusammen, wie es im Außen aussieht, hat eine Menge mit dem Inneren von uns, mit unserem Innenzustand zu tun. Und wer ist für den verantwortlich? Natürlich ich ganz allein. Du ganz allein, wenn es um dich geht. Also pack es an. Das ist der größte und beste Beitrag zum Frieden in dir und damit auch zum Frieden im Außen. Ich freue mich, dass du mir bis hierher gefolgt bist, freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir eine gute Zeit, eine friedliche Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.